Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchten wir ein Video machen, ganz kurz zum Thema Armbrüste. Und zwar werde ich auf diese Kürbis drauf schießen mit zwei unterschiedlichen Armbrüsten und unterschiedlichen Pfeilen. Welche Armbrüste benutzen wir? Wir haben einmal die Steambow AR6 Dinger 2 Compact mit den 35er Wurfarm. Und dabei werden wir einmal den Mythos zerlegen oder uns anschauen, ob das vielleicht wahr ist, dass ein 35er Wurfarm nur Spielzeug ist. Mal gucken, welche Auswirkungen die auf einen Kürbis hat. Dann werden wir mit der May Interceptor drauf schießen, und zwar nicht mit den 60er Wurfarm, sondern eine Klasse stärker. Wir haben 90er Wurfarm, und zwar nicht den von Gogan, den Original, sondern, haltet euch fest, dieser Wurfarm kostet ca. 14 Euro. Auf eine 500 Euro Armbrust habe ich einen 14 Euro Wurfarm drauf gemacht. Ob das gut geht, das seht ihr in dem Video. Was für ein Wurfarm das ist, das werde ich euch gleich im Video zeigen. Bevor jetzt schon Kommentare kommen, das ist nicht der gleiche Kürbis. Ja, ihr habt recht, ich habe den einen Kürbis durchschossen und dann vor einem Tag schon gegessen, weil das Video, was ihr jetzt gerade seht, das Intro, mache ich erst 2 Tage später und dementsprechend habe ich einen anderen Kürbis hergehalten. Womit werden wir drauf schießen? Auf diesen bzw. einen anderen Kürbis mit unterschiedlichen Pfeilen. Und zwar einmal klassische Übungsspitze, Carbon-Schaft von Steambow. Dann werden wir mit einem Bodkin-Pfeil drauf schießen, auch Carbon von Steambow. Und dann werden wir auch mit den Heavy-Duty Kriegspfeilen drauf schießen. Das sind keine Jagdspitzen, die haben keine rasiermesserscharfen Klingen, aber die haben schon wirklich Masse und die sind auch wirklich schwer. Ich blende euch jetzt mal gleich ein, wie schwer die sind im Vergleich zu den normalen, sagen wir, Pfeilen, die irgendwo zwischen 11 Gramm oder 12 Gramm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Und wir werden sehen, ob es das einen Unterschied macht, mit was für einem Pfeil man schießt. Und ja, ich würde sagen, lasst uns nicht großartig Zeit verschwenden. Schutzbrille auf und schießen. Ja, aber bevor wir noch anfangen, möchte ich auch noch kurz erinnern an alle, bevor man schießt, dass man alle Sicherheitsregeln beachtet im Umgang mit Waffen und gefährlichen Sportgeräten. Einfach nur, falls ihr neu dabei seid, ansonsten wisst ihr das ja schon. Unser erster Schuss, wir schießen mit der May Interceptor mit dem Alligator-Wurfarm. 90 Pfund, Alligator, 14 Euro circa im Netz zu haben. Wir zielen und wie ihr seht, ein bisschen zu tief getroffen. Was auch gut zu sehen ist, wie der Pfeil im Kürbis abgeleitet wird. Er trifft senkrecht ein, schießt aber da nach unten raus. Aber er landet trotzdem noch sicher in der Matte. Damit geben wir uns nicht zufrieden und deswegen machen wir noch einen zweiten Schuss, schnell nachladen, zielen und hoffen wir mal, dass wir das jetzt ein bisschen besser machen als mit dem ersten Schuss. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Ja, schon etwas besser, auf dem Auge, rechten Auge gezielt. Wow, ihr seht, Pfeil geht rein, Pfeil geht raus, wie durch Butter. Also das ist wirklich unglaublich. Sehr schöner Schuss. Hat mir gefallen, das waren ca. 4,5 Meter. Zum Einschießen sicherlich ganz okay. Aber ja, jetzt wollen wir es wissen. Wir gehen jetzt ca. auf 10 Meter Entfernung, ganz quer durch die Wohnung. Hoffen wir, dass das jetzt gut geht. Und jetzt fokussiert, konzentriert, zielen. Wir wollen ca. die Mitte treffen. Kürbis getroffen. Kürbis on the ground, Kürbis on the ground. Ja, und weil es so schön war, schauen wir uns das noch einmal etwas langsamer an. Der Pfeil, wunderschön, wie aus dem Bilderbuch, geht rein, hinten raus. Ja, was wir auf jeden Fall sagen können, dass der Alligator-Wurfarm auf der Interceptor funktioniert. Nachdem jetzt die May Interceptor mit dem 90 Pfund sehr gut performt hat, schauen wir uns jetzt den 35 Wurfarm auf der Steambow. Ich bin noch ein bisschen konzentriert am Schauen, ob die Kamera aufnimmt, dabei auch schießen. Naja, das kann man besser machen, aber getroffen ist getroffen. Und die Spitze ist hinten deutlich zu sehen. Jetzt mal in Slow Motion. Hier sehen wir im Vergleich zum 90 Pfund einen klaren Unterschied. Der
30er schafft es nicht komplett raus, wobei hingegen der 90er durchfliegt und auch in der Matte noch sehr tief eindringt. Aber trotz allem ganz klar sehr gefährlich und eindeutig kein Spielzeug. Bis hierhin alles noch gut gewesen. Und jetzt kommt der Heavy-Duty Kriegspfeil und da fängt sogar der Kürbis an zu schwitzen. Jetzt keine Pause. Wenn das Video euch gerade gefällt, dann drückt doch bitte ganz kurz zwischendurch den Abonnieren-Knopf und ein Like und was auch immer. Es würde mir wirklich sehr viel ausmachen. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Jetzt passiert der Worst Case. Das, was man hofft, dass nie passiert beim Schießen. Aber ja, man sieht, wie schnell etwas schief gehen kann. Ich habe schon ein bisschen Angst. Und ja, auch gerechtfertigt. Zack, bumm. Ja, was ist passiert? Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich sehe letztes Endes einfach nur Betonteile, Kürbisteile, alles Mögliche. Habe ich verfehlt, habe ich nicht getroffen. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir den Salat, Loch in der Wand, Pfeil ist krumm und schief, die Spitze ist total verbogen. Ja, ich meine, das Ding ist wirklich, wirklich massiv, trotzdem verbogen. Erst jetzt in der Zeitlupe sehen wir, dass der Kürbis zwar getroffen wurde, aber trotzdem schlägt der Pfeil in die Wand ein. Wir müssen jetzt auf die Hochgeschwindigkeitsaufnahme zurückgreifen und dort sehen wir erst die wahre Ursache. Und zwar, der Pfeil wird in den Kürbis abgefälscht und schießt dann nach oben Richtung Wand. Ja, lässt das ganze Putz aufsprengen und stoppt sich dann erst im Beton. Hier sehen wir Einschussstelle, es wurde komplett aufgesprengt quasi, aufgeschlitzt und fliegt dann raus. Kurz noch erwähnt, dieses Video ist nicht gesponsert, weder von Steamboat noch von Goga noch von Alligator oder wie auch immer wir die heißen. Das ist wirklich nur ein pures Video für mich und für euch, weil es mir Spaß macht. Bevor ich mich verabschiede, noch einen ganz kurzen Fazit. Und zwar, wie ihr gesehen habt, möchte ich immer noch darauf hinweisen, wie wichtig so eine Schutzbrille ist, wenn ihr mit Waffen allgemein, Armbrüsten, was auch immer hantiert. Das sind keine Spielzeuge. Und was ich euch auf jeden Fall empfehle, wenn ihr so einen Versuch macht, egal worauf ihr schießt, auf einen Kürbis, auf was auch immer, macht bitte nicht diesen Fehler, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe den Kürbis relativ weit weg von der Matte gesetzt. Und zwar, jetzt was heißt relativ viel, das waren vielleicht 30, 35 Zentimeter Entfernung. Das hat aber ausgereicht, dass der Pfeil, wo der nach oben geflogen ist, dann nicht mehr in der Matte eingeschlagen ist, sondern in der Wand. Das kann ich euch nur raten, wenn die Matte wirklich hinter den Kürbis ist, dann kann man das schon relativ ein bisschen ausschließen, dass das passiert. Also das werde ich beim nächsten Mal sicherlich nicht mehr so machen. Jetzt muss ich die Wand noch flicken, aber letztes Endes ist noch alles gut gegangen. Wie ihr gesehen habt, der Alligator-Wurfarm hat unglaubliche Wucht. Auf der Interceptor macht das natürlich noch mehr Spaß, weil mit dem Magazin, ja 18 Schuss, das ist wirklich ein Traum. Die Steamboat-Pfeile, beziehungsweise auch die von Gogan, die Carbon-Pfeile, die sind wirklich top, die machen Spaß. Und zum Thema Kriegspfeil, wie ihr gesehen habt, die Dinger, ja, also seid vorsichtig. Ich habe immer jedes Mal Angst, wenn ich mit denen schieße, weil die Dinger sind einfach wuchtig. Ja, die sind wirklich, wirklich wuchtig und also ich benutze die jetzt nicht zum Üben. Das heißt, ich benutze die auch nicht im Ernstfall, aber wie gesagt, nur für solche Experimente oder mal, wenn ich was Besonderes machen möchte, aber nicht, wenn ich jetzt jeden Tag damit übe. Erstens mal zerreißt ihr euch die Matte und zweitens, ja, die sind auch schwerer und wenn ihr die Armbrust eingestellt habt auf Übungspfeilen und dann den schweren Kriegspfeil reintut, dann ist es mit dem Zielen auch ein bisschen schwieriger. Dann müsst ihr mal weiter oben halten, wie gewöhnt. Noch bevor ich das vergesse, wenn euch etwas in diesem Video sehr gut gefallen hat oder vielleicht weniger gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren reinschreibt. Immer höflich und mit Respekt. Und konstruktive Kritik ist natürlich für mich sehr, sehr wichtig.
dann kann ich das auch in den nächsten Videos mit einbeziehen. Und es bringt euch auch natürlich etwas, wenn ich mich verbessere. Auch wenn ihr Ideen habt zu zukünftigen Videos oder etwas, was ich gezeigt oder gesagt habe, euch interessiert, dann schreibt es in den Kommentaren, dann lese ich mir die Kommentare auf jeden Fall durch und werde vielleicht dementsprechend in der Zukunft ein Video dazu machen. Das war's mit diesem Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Moment geschaut habt. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann bleibt dran, abonniert den Kanal bitte. Das ist ein ganz neues Kanal. Bitte liken, teilen und alles mögliche, abonnieren, Glocke, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was man da noch machen muss. Ihr würdet mich extrem supporten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.